Deutschlandfunk. Tag für Tag. Noch 5 Tage, dann wird in den USA gewählt. Eine wichtige Wählerbasis für den amtierenden Präsidenten Donald Trump, das sind evangelikale Christinnen und Christen, vor allem weiße Evangelikale. Die Zustimmungswerte für Trump in diesem Milieu sind nach wie vor hoch, aber gerade unter jungen Evangelikalen schwindet die Zustimmung. Katja Ridderbusch mit einem differenzierten Blick auf das evangelikale Christentum in den USA kurz vor der Wahl. Mr. President, the days of using our faith for your benefit are over. Die Tage seien gezählt, an denen Präsident Donald Trump ihren Glauben für seinen politischen Gewinn nutzen könne. Ein Ausschnitt aus einem Wahlkampfspot, den die amerikanische Lobbygruppe Not Our Faith, nicht unser Glaube, kurz vor den Präsidentschaftswahlen über digitale Kanäle verbreitet. Christians don't need Trump to save them. Not Our Faith ist einer von mehreren Zusammenschlüssen amerikanischer Christen, die sich gegen Trump und für seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden positionieren. Darunter sind zahlreiche weiße evangelikale Christen, auch ehemalige Trump-Anhänger. Eine von ihnen ist Jerusha Dufort, die Enkelin des 2018 verstorbenen legendären Fernsehpredigers Billy Graham. Sie habe nicht weiter schweigen können, sagte Dufort in einem Videoblog. Sie erwarte nicht, dass ein US-Präsident ein evangelikaler Christ sei. Sie halte es dagegen für viel gefährlicher, wie ihr Glaube durch Trump repräsentiert werde. Aus ihrer Sicht in einer verfälschten Weise. Noch 2016 hatten weiße Evangelikale mit 81% für Trump gestimmt. Muss der Präsident nun um die Unterstützung seiner loyalsten Wähler bangen? Wohl kaum, meint David Gashi. Er ist Theologe und Religionswissenschaftler an der Mercer University in Atlanta. Er identifizierte sich selbst lange als progressiver Evangelikaler. The biggest misunderstanding about the evangelicals, quote unquote, is Allerdings sei es ein riesiges Missverständnis anzunehmen, dass es sich bei den Evangelikalen um eine kohärente Gruppe handle, sagt Gashi. Evangelikal, das sei eine künstliche Identität, ein begrifflicher Schirm, unter dem sich verschiedene christliche Glaubensgemeinschaften zusammenfanden, von Calvinisten und Baptisten bis hin zu Pfingstlern. Even eventually Pentecostals. Es gibt viele schwarze evangelikale Kirchen, die politisch progressiv, aber sozial eher konservativ sind. Es gibt linksliberale weiße Evangelikale wie den früheren US-Präsidenten Jimmy Carter. Und es gibt eine wachsende Zahl moderater, multiethnischer evangelikaler Kirchengemeinden. Wie die First Baptist Church of Decatur in Atlanta, die vor kurzem gemeinsam mit Rabbinern, Imamen und Hindu-Priestern mit Kirchen und Handglocken der rund 230.000 Menschen gedachte, die in den USA bislang an Covid-19 gestorben sind. Und doch seien es weiße, konservative Evangelikale, die das öffentliche Bild dieser Glaubensgemeinschaft in den USA prägten, sagt Gashi, und die sich über die vergangenen Jahrzehnte immer stärker mit der Republikanischen Partei verbündet hätten. That marriage is now a fusion. I call it an identity fusion. White evangelicals, on the whole, as long as they're going to identify as evangelical, are in a subculture that could hardly imagine voting for anybody other than a Republican at any level. Diese Verbindung ist mittlerweile eine Identitätsfusion. Die meisten weißen Evangelikalen wählen heute aus Prinzip republikanisch. Und selbst wenn sie einen Kandidaten nicht mögen, so wie in der Vergangenheit John McCain oder Mitt Romney, weil er Mormone ist, dann rümpfen sie die Nase und wählen ihn trotzdem. Und ich finde, das ist zutiefst ungesund. Einer aktuellen Gallup-Umfrage zufolge wollen 78% der weißen Evangelikalen am 3. November für Trump stimmen. Gerade einmal 3% weniger als 2016. Gashi findet das nicht überraschend. Schließlich habe Trump politisch in ihrem Sinne geliefert. Zum Beispiel 3 konservative Richter für den Supreme Court sowie zahlreiche Bundesrichter, die das liberale Abtreibungsrecht kippen könnten. Außerdem stehe Trump für die Ideologie eines weißen christlichen Nationalismus und gegen die vermeintliche Bedrohung durch Immigranten, Kommunisten, Atheisten. Trumps wenig gottesfürchtiger Charakter stört seine evangelikalen Anhänger dabei offenbar kaum.
Gashi sagt, ganz im Gegenteil. There are aspects of Trump's actual character and personality that some fundamentalists and evangelicals actually find appealing. That kind of muscular. Es gibt Elemente in Trumps Persönlichkeit, die einige Evangelikale besonders attraktiv finden. Dieses großspurige, grelle, autoritäre, protzig männliche Gehabe. Vor allem Vertreter des sogenannten Wohlstandsevangeliums, die Reichtum als Zeichen für die Gunst Gottes sehen, fühlen sich von Trumps Charakter angezogen. In diesem Sinne stellt Trump keine Verletzung evangelikaler Visionen und Werte dar, sondern deren Erfüllung. And in that sense, Trump is not a violation of the vision or values, he's a fulfillment of it. Zugleich schrecke die politisch immer radikalere Gruppe der weißen, konservativen Evangelikalen Mitglieder anderer evangelikaler Glaubensgemeinschaften ab, sagt Gashi, vor allem jüngere evangelikale Christen. 25 Millionen Amerikaner, die in evangelikalen Familien aufwuchsen, haben mittlerweile ihre evangelikalen Wurzeln gekappt, sagt das Pew-Institut. Eine der Geflüchteten ist Amy Hayes. Hayes ist 32. Sie kommt aus Atlanta und studiert Theologie im 2. Jahr. Sie gehörte lange einer Pfingstkirche an, die sie als erzkonservativ beschreibt. My whole world was my church. It's where I went to school. My neighbors went to that church. I literally did not know anyone who didn't go to that church. I grew up Pentecostal in Assemblies of God, which is more the charismatic realm of Christianity. Meine ganze Welt war die Kirche. Dort bin ich zur Schule gegangen. Meine Nachbarn gingen in diese Kirche. Meine Freunde gingen in diese Kirche. Ich kannte nichts außer dieser Kirche. Heute weiß ich, es war eine Kirche, die ihre Mitglieder spirituell und emotional kontrolliert hat. Manipulated our faith against the congregants in a very shaming way, in a really controlling way. Sie, ihre ältere Schwester und ihre Eltern haben die Kirche mittlerweile verlassen. Aber viele ihrer entfernteren Verwandten und auch einige ihrer Freunde gehören weiterhin dieser Gemeinde an. They're not just evil caricatures. They are people who at least at some point in their lives were trying to genuinely follow God, and they have been misled and manipulated by a church seeking power. Und diese Leute sind nicht nur böse Karikaturen. Viele sind ehrlich und ernsthaft darum bemüht, den Geboten Gottes zu folgen. Sie sind gefangen in einer religiösen Variante des Stockholm-Syndroms. Ich war selbst in dieser Situation und ich verstehe, was die enge Bindung an eine Glaubensgemeinschaft mit einem macht. Faith background. I understand the connection to community that people have because of their faith. Ihr Glaube sei ihr wichtig, sagt Hayes, noch immer. Aber einer Konfession oder Kirche fühlt sie sich heute nicht mehr zugehörig. Sie würde sich am ehesten als Postevangelikale bezeichnen, auf der Suche nach Spiritualität. My mother expressed to me a concern. Ihre Mutter fürchte manchmal, dass sie während ihres Studiums zur Atheistin werde. Eine Sorge, die nicht ganz unberechtigt sei, sagt Hayes, lacht hinter ihrer lindgrünen Stoffmaske und zuckt mit den Schultern. I said, well, that's not an unreasonable concern. That does happen to people. Amy Hayes gehört zu dem rasant wachsenden Heer der Amerikaner, die sich keiner Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen. Das sind mittlerweile mehr als 1/4 der erwachsenen US-Bürger, laut einer Pew-Umfrage von 2019. Auch Grayson Hester ist ein Exil-Evangelikaler. Doch anders als Amy Hayes fühlt er sich noch immer der Glaubensgemeinschaft verbunden, in der er aufwuchs. Certainly Christian. I still identify as Christian. Queer Christian, I would say, is an important affix to it. Ich identifiziere mich als Christ, als queerer Christ und als Baptist, aber mit Einschränkungen. I call myself a but Baptist because when I say Baptist, I always have to say, but I'm not like that kind of Baptist. Ich mag einige Prinzipien der Baptisten, die strikte Trennung von Kirche und Staat oder die Unabhängigkeit der lokalen Kirchengemeinde. Und ich halte die Bibel sehr hoch, nicht als absolute und alleinige Richtschnur, aber als Autorität. Einige Elemente meines Glaubens sind klassisch evangelikal, aber mit der politischen Bedeutung, die der Begriff angenommen hat, identifiziere ich mich in keiner Weise. But at the same time, that term has become so politicized that is in no way I identify with. Hester, 25, stammt aus einer Kleinstadt in Tennessee im konservativen Bibelgürtel der USA. Sein Vater war College-Professor.
Die Familie besuchte eine progressive Baptistenkirche. Er sei in einer geschützten kulturellen Blase aufgewachsen, sagt er, aber umgeben von eingefleischten Evangelikalen. Wir treffen uns an einem sonnigen Oktobertag auf dem Campus der Mercer-Universität, wo Hester kurz vor seinem Masterabschluss in Theologie steht. Was er danach machen will, weiß er noch nicht genau. Pandemie und Politik machten es schwer zu planen. Mit weißen evangelikalen Christen verbinde ihn heute kaum noch etwas, sagt er. Aber manchmal gäbe es halt Situationen, in denen eine Begegnung unvermeidlich sei. Thanksgiving is a catch-all word for just family strife. So there are members of my extended family who are likely still supporting Trump, who, believe in what is known as young earth creationism, which is... Beim Thanksgiving-Dinner zum Beispiel, Ende November. Einige Mitglieder meiner entfernten Verwandtschaft sind konservative Evangelikale. Wir haben gelernt, bestimmte Themen zu vermeiden, sei es Trump oder die Schöpfungsgeschichte. Und ich rede mir innerlich dann immer selbst zu, wie ein Mantra, darüber sprechen wir nicht. Über geflüchtete Evangelikale wie Grayson Hester und Amy Hayes geht es auch in David Gushys neuem Buch After Evangelicalism. Eine Prognose für die Wahlen am 3. November mag der Theologe nicht abgeben. Doch selbst wenn der Demokrat Joe Biden die Wahlen klar für sich entscheiden sollte und wenn sich die Absetzbewegung aus dem evangelikalen Lager weiter fortsetze, die Subkultur der weißen, konservativen Evangelikalen werde so schnell nicht verschwinden. There's still a lot of them, and they're highly motivated voters, they're highly motivated activists. Es gibt noch immer viele von ihnen und sie sind hoch motiviert. Die meisten weißen, konservativen Evangelikalen sind mittlerweile komplett vom Geist des Trumpismus durchsetzt, von Gemeinheit und Bösartigkeit. Das wird noch lange nach Trump zu spüren sein und es wird dauern, die politische und religiöse Kultur in den USA zu entgiften. Trump makes people worse. Trump has made evangelicalism worse. Some of the nastiness that you see in Trump land is thoroughly in evangelicalism now, and it's going to take a while to detox. Evangelikale Christinnen und Christen in den USA und die Präsidentschaftswahl. Das war ein Beitrag